Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Weekly Update. Hello dear friends and welcome to this edition of the Weekly Update. Ich möchte heute mit der 5. Folge Wissenswertes kurz und bündig über den Antisemitismus von Adolf Hitler sprechen. Today in this 5th series of Facts in a Nutshell, I would like to speak about the antisemitism of Hitler. Also der Antisemitismus Adolf Hitlers war nicht der Hauptgrund für seinen Aufstieg in der Politik. So, the anti-Semitism of Adolf Hitler was not the main reason for his rise in politics. Aber man konnte ihn von Anfang an klar bei ihm erkennen. But still, it was very visible right from the outset. Wir wissen, dass er ein Buch geschrieben hat und das hieß Mein Kampf. And we know that he wrote a book which was called My Struggle, Mein Kampf. Und viele haben das Buch heute noch in ihrem Bücherregal stehen. And there are many people who still today have the book in their bookshelves. Also er schrieb dieses Buch 1924. So he wrote this book in 1924. Und das war direkt nach dem missglückten Putschversuch, den er unternahm. And that was after his failed attempt of a coup. Und da kam er in die Landsberger Festung und da schrieb er halt dieses Buch. And he was put into prison in Landsberg prison, and there he wrote his book. So, da war er ungefähr 35 Jahre alt. Hitler was about 35 years old at the time. So, und das waren dann 2 Bände und die wurden 1925 und 1926 veröffentlicht. And so the book was published in 2 volumes in 1925 and 1926. Und bis 1932 war das schon ein Bestseller in der Weimarer Republik. And by 1932, this book had already become a bestseller in the Weimar Republic. Und wenn man in dieses Buch Mein Kampf hineinschaut, da hat man keinen Zweifel an diesem unermesslichen Hass Hitlers auf die Juden. And when you take a look into this book, My Struggle, there can be no doubt whatsoever about the infinite hatred that Hitler had against the Jews. So jeder konnte das lesen. Everyone was able to read it. Und niemand durfte davon überrascht sein. So nobody could be surprised. Also Hitler verstand die Rassenfrage als Schlüsselfrage für das Schicksal Deutschlands und der Weltgeschichte überhaupt. So to Hitler, the racial question was the key question for the fate of Germany, but also world history on the whole. So, die jüdische Rasse, so schrieb er, war für ihn ein Parasit. And as he wrote, the Jewish race was a parasite to him, Und sie waren für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich. responsible for every evil in the world, Für den Kapitalismus, den Bolschewismus, den Marxismus und sogar der Demokratie. for capitalism and Bolshevism and Marxism and even democracy. Und die Judenfrage, so war Hitlers Schlussfolgerung, hatte demnach für den Wiederaufstieg der deutschen Nation nach der Kapitulation des Ersten Weltkriegs zentrale Bedeutung. So the Jewish question, that was Hitler's conclusion, was of crucial importance for the new rise of the German nation, especially after the surrender of the First World War. So, wir wissen, dass Hitler Mythen und Verschwörungstheorien eben in diesem Buch verbreitet hat. And we know that Hitler actually propagated myths and conspiracy theories in his book. Und was er sagte, das nährte die antijüdischen Vorurteile der damaligen Zeit. And what he said actually nourished the anti-Jewish prejudices that were very common at his time. So, überall nach dem Ersten Weltkrieg waren sie verbreitet in der deutschen Gesellschaft. All over German society, they were widespread after the First World War. Na klar, die Juden, die waren verantwortlich für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg. Well, of course, it was the Jewish people who were responsible for the defeat of the Germans in the First World War. Und nach Hitlers Ansicht wäre es einfach die Pflicht der Regierung gewesen, die jüdischen Volksvergifter und Verhetzer unbarmherzig auszurotten. And in Hitler's opinion, it would have been the duty of the German government to completely eliminate those Jewish people's poisoners, as he called them. Also man kann sich das kaum anhören, das kaum lesen. So schrecklich sind diese Dinge, die er da von sich gegeben hat. So today, it's really hard to read or hear these terrible things that he wrote in his book. Aber einige Historiker, die warnen heute davor, diesen antisemitischen Wortschwall Hitlers als ein Indiz dafür zu nehmen, dass er von Anfang an Millionen Juden umbringen wollte. But there are some historians today who are actually warning to take the anti-Semitic mass of words of Hitler as an indication that he had already in the 1920s planned to have millionfold murder of the Jewish people. Aber andere Historiker sehen das völlig anders. But there are also other historians who have a completely different opinion. Sie haben eben das Buch Hitlers Mein Kampf in einer kritischen Edition herausgebracht. And they actually published a critical edition
version of Hitler's My Struggle. So, das waren Historiker von dem Institut für Zeitgeschichte. And these were historians that were part of the Institute for Modern History. Und sie kommen zu einem klaren Urteil. And they find a very clear finding. Und zwar, Hitler hält schon seit seiner Haft, seit 1924, den Massenmord an Juden für unerlässlich. Right from the time of his imprisonment in 1924, Hitler considered the mass murder of the Jewish people for absolutely necessary. So, das heißt also, jeder, der Hitlers Mein Kampf gelesen hat So everyone who read Hitler's book, My Struggle, und der es in sein Bücherregal hineingestellt hat, and who put it up into his bookshelf, wurde zu einem geistigen Mittäter. they became like spiritual or inner conspirators. Und er wurde zu einem Befürworter der anti-jüdischen Mordpropaganda Hitlers. And they actually became advocates of the anti-Jewish murder plans of Hitler. Es gibt einen israelischen Historiker und Holocaust-Überlebenden, There is an Israeli historian and Holocaust survivor und sein Name heißt Saul Friedlander. by the name of Saul Friedlander. Der prägte den Begriff des Erlösungs-Antisemitismus. And he coined the term of redemptive anti-Semitism. So, Hitler ging es, und so sagt Friedlander, nicht um den Antisemitismus, der die Jahrhunderte vor die Welt geprägt hat. So for Hitler, that's what Friedlander says, it wasn't about the anti-Semitism that had marked the world for centuries before, Sondern Hitler propagierte, dass der Schlüssel zur Errettung des deutschen Volkes und der ganzen Welt in der Lösung der Judenfrage liegt. but actually what Hitler was claiming was that the key for the salvation of the German people and the entire world was actually in the solution for the Jewish question. Also die Vorstellung einer judenfreien Welt, so sagt Friedlander, konnte aber nur im Rahmen eines erbarmungslosen Rassenkampfs realisiert werden. But this crazed idea of a world free of Jews, that's what Friedlander says, was only possible to be realized within the framework of a merciless race struggle. Ja, und die Folge war dann eben die Ermordung der europäischen Juden. And the consequence was the murder of the European Jews. So, also Hitler kam dann 1933 an die Macht. And then in 1933, Hitler rose to power. Und er traf dann eben mit seinem Antisemitismus auf eine Bevölkerung, die seit Jahren eben durch diesen Antisemitismus abgestumpft war. And so with his anti-Semitism, he came across a population that had actually been completely desensitized against anti-Semitism because they had been subjected to years and years of paroles. Und von den konservativen Parteien kam kein Protest. The conservative parties uttered no protest whatsoever. Und von den konservativen Eliten, die selbst unterschiedliche Ausprägungen von Antisemitismus in sich getragen haben, kam auch kein Protest. And the conservatives elite, who also carried this latent anti-Semitism in different forms in their own hearts, they also remained silent. Und wir wissen, dass die Kirchen eben auch genauso geschwiegen haben. And we also know that the churches remained silent as well. Und die Mehrheit der Juden, die hofften eben, dass sich diese antisemitische Politik mit der Machtübernahme Hitlers irgendwie wieder sich mäßigen würde. The majorities of the Jews had hoped that this anti-Semitic politics would actually kind of even out as Hitler came to power. Und wir wissen, dass es dann anders kam. But we know it came different. Im Jahr der Machtergreifung Hitlers ließ er schon 1933 Konzentrationslager errichten. Even in the year of his coming to power in 1933, he had the first concentration camp set up. So die Exklusion oder die Ausgrenzung der Juden aus der sogenannten Volksgemeinschaft der Deutschen gehörte von Anfang an zu seinem Programm. So right from the beginning, it was part of his program to have the Jews excluded from the People's Fellowship. That's what they called it. Juden wurden geächtet und diffamiert, And they were despised, they were defamed, wurden aus der Gesellschaft and then ausgeschlossen. excluded from society. Sie wurden entrechtet, sie wurden entmenschlicht, deportiert und vergast. They were robbed of their rights, they were dehumanized, deported, and in the end, gassed to death. Und es kam dann ganz schnell zu mehreren Eskalationsstufen der Gewalt. And very quickly, there were several scales of escalation So, of violence. der erste Schritt war der Boykott jüdischer Geschäfte und die Entlassung jüdischer Beamter schon ab 1933.
Step number 1 was the boycott of Jewish businesses and a dismissal of Jewish public servants as early as 1933. Und die zweite Eskalationsstufe waren die Nürnberger Rassengesetze 1935. The second step of this escalation were the Jewish racial laws in 1935. Und der dritte Schritt die Reichspogromnacht am 9. November 1938. And then the third step of this escalation was the Reichskristall Night, Reichspogrom Night on the 9th of November in 1938. So in Tübingen stand eine sehr schöne Synagoge, die ebenfalls am 9. November 1938 angezündet wurde. Tübingen had a very beautiful synagogue that was also set on fire on the 9th of November 1938. Und ich zeige euch hier ein Bild von dem Innenraum der Synagoge. And here you can see a picture of the inner sanctuary of the synagogue. So, die Tübinger Feuerwehr, die schützte die Häuser um die Synagoge herum, aber die löschte das Feuer in der Synagoge bewusst nicht, sodass sie niederbrannte. So the fire brigade of Tübingen, they protected the houses all around the synagogue, but very consciously and purposefully they did not put out the fire. So the entire building burnt down. So, das war das Ende der jüdischen Gemeinde. And that was the end of the Jewish community. Ich habe schon sehr oft davon berichtet. Many times I've spoken about this already. Wie lange über unserer Stadt Tübingen die Decke des Schweigens lag und über die Zeit des Nationalsozialismus geschwiegen wurde. I told you about the veil of silence that had covered our city for such a long time, and the city never spoke about the time of National Socialism. Man kann es sich kaum vorstellen, aber auf jeden Fall erst im Jahr 2000 konnte an diesem Platz der niedergebrannten Synagoge ein Mahnmal errichtet werden. And so it's very hard to imagine, but it took until the year 2000 before a memorial was actually put up in the location of the synagogue. So, wir hielten an diesem Platz später Marsch des Lebens, Gedenkveranstaltungen ab. And later, we had March of Life remembrance events in that location. Und Mitarbeiter vom Marsch des Lebens und auch Mitglieder der TOS-Gemeinde, deren Familien hier aus Tübingen kommen, die fanden natürlich in ihrer persönlichen Familienrecherche Dinge heraus. And members of the March of Life, members of the ministry here, whose families are actually from Tübingen, they researched their own family history and they found out real past of their families with the synagogue. Und ich erinnere mich an eine Familie, And I remember particularly one family die herausfanden, dass ihre Vorfahren aus den Steinen der Synagoge einen Schweinestall gebaut haben. who actually discovered that members of their family had used the stones of the synagogue to build a pigsty. Und ihr könnt euch vorstellen, dass tief erschüttert über die Wahrheit der Familie und die Gleichgültigkeit sie einfach ihre Geschichten in diesen Gedenkveranstaltungen erzählt haben und sich gebeugt haben und Vergebung gebeten haben. And so you can imagine that they were deeply shaken about the truth they had discovered about their own personal family history and about the indifference there. And this is how they shared their personal stories at the memorial events. Und das ist ja der Kern der Marsch des Lebensbewegung. And that is the core of the March of Life movement. Das sind unsere persönlichen Familiengeschichten. These are our very own family histories. Das ist die Aufarbeitung unserer Stadtgeschichte, And working through the history of our own cities. die eingebunden ist in die Geschichte des Antisemitismus, die wir gerade uns in dieser Serie besonders anschauen. And that is all interconnected with the history of anti-Semitism, which is the overall topic of our series here. So, wir haben in zahlreichen Decke des Schweigens-Seminaren erlebt, dass in Kirchen, Gemeinden und im persönlichen Leben antisemitische Ketten zerbrochen sind. And so we've held numerous Veil of Silence seminars, and there we saw that even in churches and congregations, as well as in personal lives, anti-Semitic chains were broken over people. Und wir waren bewegt, das zu sehen. And we were so moved to see that. Menschen weinten, sie versöhnten sich. People were weeping. They found reconciliation. Sie waren zerbrochen über die Schuld ihrer Vorfahren. They were broken about the guilt of their own ancestors. Und wenn wir eine Botschaft vom Marsch des Lebens weitergeben, dann ist es immer die Veränderung fängt immer bei uns selbst an. And if there is one message that we want to share as March of Life, it is change always begins with us. Lass uns aufhören, auf andere zu zeigen. So let's stop pointing at others. Und lass uns überlegen, was wir selbst tun können. And let's start thinking about what we can do. So, nächste Woche werfen wir einen Blick auf die Zeit des Holocaust. Next week, we will take a look at the time of the Holocaust. Das Thema ist von der Verfolgung bis zur Vernichtung. And the topic will be from persecution
to destruction. Ein sehr schweres Thema, That is a very hard topic. aber wir müssen diese Wahrheit ansehen und aussprechen. But we need to take a look at this truth and we need to speak it. Viele denken, dass sie es nicht mehr hören können. Many people think, oh, they can't hear it anymore. Andere möchten einen Schlussstrich ziehen. Others would like to declare it finished. Aber nur wenn wir uns die Wahrheit anschauen, dann können wir auch nach vorne in die Zukunft schauen. But only once we dare to take a look at the truth, we will be able to take a look ahead as Ich well. freue mich, dich beim nächsten Weekly Update wiederzusehen. So I'm looking forward to seeing you again at the next weekly update. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis dann. Ciao. Wish you God's blessing and see you then. Bye bye.